In einem meiner letzten Videos hatte ich erwähnt, dass ich momentan aktiv auf der Suche bin nach einem neuen Grundstück für mich, wo ich mir dann ein Häuschen bauen will, weil ein Grundstück mit Häuschen, die Hoffnung habe ich inzwischen aufgegeben. Das wird wahrscheinlich eher nichts werden. Und ja, wie ich bei der Suche aktuell nach diesem Grundstück vorgehe, das möchte ich euch in diesem Video mal ganz kurz erklären. Der erste Schritt dabei ist natürlich erst einmal die Suche nach potenziell möglichen Grundstücken und die erste Kontaktaufnahme. Und dazu gibt es ja ähnlich wie in Europa viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ich nutze dazu sehr viele Kanäle inzwischen, natürlich diverse Webseiten von diversen Maklern. Ich werde mal ein paar davon hier einblenden. Sämtliche Links natürlich unten in der Videobeschreibung, falls es euch auch interessiert. Neben den Maklern gibt es inzwischen auch sehr viele Anzeigen bei eBay Kleinanzeigen, also dem deutschen eBay Kleinanzeigen. Das sind dann meistens auch deutsche Verkäufer, allerdings auch zu deutschen Preisen meistens. Und von daher, naja, auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man nicht ganz außer Acht lassen sollte. Auch Telegram hat sich inzwischen sehr etabliert hier in Paraguay, auch bei den Paraguayern. Vor wenigen Jahren noch war das für Paraguayer eher Neuland und nicht wirklich interessant. Sie haben da viel mehr auf Facebook bzw. Facebook Marketplace gesetzt. Aber das ist nicht wirklich mein Medium und deshalb lasse ich da die Finger weg und tümmel mich da nicht wirklich so rum. Als beste und effektivste Bezugsquelle zu Informationen über Grundstücke, die verkauft werden, haben sich hier bei mir allerdings tatsächlich die einheimischen Nachbarn und Bekannten herausgestellt. Die wissen tatsächlich, was, wann, wo zu verkaufen ist und haben dann meistens auch den entsprechenden Kontakt zu dem Verkäufer. Wenn man dann ein potenzielles Grundstück gefunden hat und mit dem Verkäufer, Makler oder Anbieter, wie auch immer man es nennen möchte, Kontakt aufgenommen habe, meist über Telegram, die Webseite oder WhatsApp, dann lasse ich mir weitere Informationen zukommen. Für mich ist dabei extrem wichtig, dass da Strom vorhanden ist oder in der unmittelbaren Nähe ist, weil so ein Pfosten setzen und dann Strom über hunderte Meter ziehen, das ist mitunter recht kompliziert und auch relativ kostenintensiv. Von daher spare ich mir diesen Schritt schon mal. Weiterhin erfrage ich dann auf jeden Fall die Abmessungen des Grundstücks, weil ich hier auch schon Angebote hatte mit Grundstücken, die nicht wirklich in Betracht kommen, aber das erzähle ich euch später oder zeige ich euch später. Und ich erfrage auch vorher den Standort des Grundstücks. Dann gucke ich mir das Ganze nämlich schon mal bei Google Earth an und auf Google Earth kann man eine ganze Menge sehen und das zeige ich euch jetzt. Dann gehen wir jetzt mal auf Telegram und ich zeige euch jetzt einmal, wie ich bei einem solchen Angebot zum Beispiel hier über dieses kleine Häuschen mit einem Hektar vorgehe. Dieses wurde mir von dem Anbieter auch schon angeboten und ich hatte mir das Ganze auch vorgestern schon angeguckt. Von daher weiß ich jetzt auch, wovon ich spreche. Das Ganze wurde mir angeboten von dem Daniel Pü. Das ist jetzt die Kommunikation, die ich dazu hatte mit dem Daniel Pü. Also er hatte mir vorab schon diese Fotos geschickt mit der Beschreibung: 1 Hektar plus neues Haus, eine Küche, Esszimmer, eine Garage, 2 Stücke, was auch immer. Ich denke mal, das waren dann 2 Schlafzimmer. Das Problem ist halt, er spricht kein Wort Deutsch und jagt das Ganze dann durch den Google-Übersetzer und da kann es natürlich zu ein paar Fehlern kommen, aber das soll nicht das große Problem sein. Ein Badezimmer, Obstpflanzen, Strom, Wasser, 5 Kilometer von der deutschen Schule entfernt. Okay, das interessiert mich nicht so sehr. Papiere in Ordnung, ist auch wichtig. Und Gesamtpreis 550 Millionen Guarani. Wenn das wirklich ein neues Haus ist mit diesen Parametern, dann finde ich den Preis heutzutage leider recht angemessen. Die Grundstückspreise hier sind momentan echt unheimlich hoch, unheimlich gestiegen. Netterweise hat er mir hier auch den Standort geschickt und wenn ich mir den dann gleich mal angucke, dann wird mir das hier schön auf Google Maps angezeigt und ich
arbeite lieber in Google Earth, da sehe ich nämlich wesentlich mehr drin. Kopiere mir also die Koordinaten heraus. Ich gehe damit dann auf Google Earth und suche mir dann das Grundstück raus, indem ich einfach hier auf die Suche gehe, da die Koordinaten eingebe und dann sucht mir Google Earth das und zoomt da auch ran. Nicht meckern, das Internet hier ist ein bisschen langsam und deshalb dauert das alles ein bisschen länger und habe das dann jetzt hier auch gefunden. Ich hatte das vorher schon mal eingezeichnet gehabt, deshalb blende ich diese Koordinate jetzt mal aus. Ich habe mir das Ganze markiert gehabt. Und wenn ich dann so ein Grundstück sehe, dann erkenne ich hier schon einiges drauf. Zum Beispiel sehe ich, dass hier rechts oben ein Feld ist, und zwar ein Zuckerrohrfeld. Das ist typisch für diese Textur. Das hier rechts oben ist zum Beispiel ein kleiner Eukalyptuswald. Und hier ist dann etwas ja, durchwachsener Wald, beziehungsweise anderer Wald, andere Bäume und Pflanzen. Hier ist auch nochmal Eukalyptus, das ist ein freies Feld, wie man sieht, und weiter weg ringsrum relativ viel Zuckerrohr. Also das hier zum Beispiel ist Zuckerrohr und das alles. Das hier weiß ich nicht genau, keine Ahnung, kann was anderes sein, hat eine andere Farbe. Da bin ich mir nicht sicher, was es ist, aber hier unten zum Beispiel alles, was so schön in Reih und Glied steht, das ist alles Eukalyptus. Und da gibt es hier in der Gegend auch relativ viel von. Aber gut, das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Man sieht an diesen Grundstücken meistens irgendwelche scharfen Linien und hier zum Beispiel auch solche Abzweigungen. Da kann man dann erkennen, dass da wahrscheinlich ein Zaun steht, beziehungsweise eine Grundstücksgrenze ist. Und ich werde mir das Grundstück jetzt mal einzeichnen, so wie ich es vermute, so von der Logik her. Normalerweise gehen die Grundstücke immer von der Straße ab. Alles andere macht keinen Sinn. Und dann gehe ich einfach hier oben auf dieses Polygon hinzufügen. Und da kann ich dann mir einzeichnen, wie ich denn vermute, dass das Grundstück ist. Ich weiß, es ist 1 Hektar. Und so vom Logischen her, da ich hier auch einen Zaun sehe, würde ich behaupten, dass es ungefähr diese Abmaße hat. Kann mir das hier mit den Messwerten nochmal angucken. Da habe ich hier einen Umfang angegeben. Den muss ich immer wieder umstellen in Meter und Hektar oder Quadratmeter, je nachdem, wie ich es denn gerne hätte. Und habe jetzt hier eine eingezeichnete Fläche von 1,1 Hektar. Das passt ungefähr so mit den Angaben. So zumindest hatte ich vermutet, dass dieses Grundstück ist. Und nach der Besichtigung des Grundstücks habe ich dann aber mir das richtige Grundstück eingezeichnet, so wie ich es in Erinnerung habe. So ungefähr ist das tatsächliche Grundstück. Da wäre ich jetzt so ehrlich gesagt nicht drauf gekommen. Es ist normalerweise nicht üblich, dass man so merkwürdig geschnittene Grundstücke hier in Paraguay hat. Meist hat man irgendwelche Rechteckformen, je nachdem. Hier sieht man ja auch schon hervorragend, das wären zum Beispiel auch mögliche Grundstücke. Aber gut, hier jetzt dazu. Und ja, laut den Angaben des Anbieters ist das Haus neu. Er hat es ja extra reingeschrieben, neues Haus. Und wenn ich mir das Ganze jetzt hier bei Google Earth angucke, deshalb mache ich das auch so gerne bei Google Earth, kann ich hier auf diese kleine Uhr gehen und kann die Zeit zurückdrehen. Und dann kann ich mal schauen, was mir denn Google Earth so in den vorigen Jahren zeigt. Da ist zum Beispiel im Dezember 2018 ein Satellitenbild gemacht worden und da steht das Haus auch schon. Also ist es schon mal nicht neu, weil das ja schon 4 Jahre alt ist jetzt. 2016 ist dieses Haus auch schon zu sehen. Und 2013 ist es genauso zu sehen und auch in 2003 steht dieses Haus schon da. Nicht wundern, die Grundstücksgrenzen hier haben sich jetzt etwas verschoben, einfach weil Google Earth das nicht hundertprozentig hinkriegt, das genauso übereinander zu legen. Das gibt dann immer kleine Abweichungen.
oder öfters mal und das sollte aber nicht das große Problem sein. Ich habe jedenfalls jetzt hieraus die Information bekommen, dass dieses Haus seit mindestens 2003 steht und somit definitiv nicht neu ist. Und noch weiter zurückgehen kann ich nicht, weil 1985 war die Aufnahme noch nicht so scharf, noch nicht so gut gemacht worden. Gut, ich hatte dann vor Ort den Verkäufer gefragt, wie neu denn das Haus ist, aus welchem Baujahr das ist. Und da sagte er, dass er Informationen des Verkäufers hat, des Eigentümers, wonach das Haus 8 Jahre alt ist. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, ich habe schon ein Satellitenbild gesehen, da ist es schon 2003 drauf. Natürlich wusste er davon nichts und beharrte darauf, dass es laut Angaben des Verkäufers bereits 8 Jahre alt ist. Dieses neue Haus kann auch sein, dass es hieß neu renoviert. Das war es allerdings auch nicht. Aber gut, somit kam dieses Grundstück für mich nicht in Frage. Einerseits, weil ich nicht die Wahrheit über das Alter des Hauses bekommen habe. Andererseits, weil dieses Haus nicht wie in der Anzeige angegeben eine Küche-Esszimmer hat, sondern es hatte einfach ein Wohn-Esszimmer und keine Küche und somit war das für mich nicht wirklich relevant. Eine Küche möchte ich schon haben in meinem Häuschen und dafür war mir dann der Preis auch etwas zu hoch. Was kann ich denn noch sehen mit Google Earth? Ich habe hier schon so einige Grundstücke mal eingezeichnet. Einige davon habe ich mir angesehen. Andere davon habe ich auch nur so aus den Vorabbeschreibungen eingezeichnet. Gehen wir mal auf den aktuellen Zeitpunkt. Und da sehen wir hier auch ein 5 Hektar Grundstück für 110 Millionen den Hektar, was mir angeboten wurde. Da hatte ich leider den Standort nicht vorher erfahren gehabt. Und man sieht, es ist eine wunderschöne Kegelbahn mit den Abmessungen 50 mal 110 Metern. Ach nein, 50 mal 1000 Meter. Und das ist wahrscheinlich ein sehr schönes Grundstück, wenn man eine Riesenkegelbahn bauen möchte oder wenn man einen Schießstand eröffnen möchte. Aber so als Grundstück zum Wohnen finde ich persönlich das nicht so geeignet. Ja, man sieht noch eine ganze Menge auf Google Earth oder das auch auf Google Maps. Zum Beispiel sieht man hier hervorragend irgendwelche Funkmasten. Ich nehme mal die Beschriftungen raus. Da sieht man dann hier die langen Schatten, die dann geworfen werden. Wo war der zweite? Hier war der zweite. Da sieht man auch noch die Textur von dem Funkmast. Das ist zum Beispiel auch der Grund, weshalb ich dieses Grundstück nicht interessant fand, weil so direkt unterm Funkmast möchte ich nicht unbedingt wohnen. Es war noch eins irgendwo hier, glaube ich, angeboten, aber das habe ich mir gar nicht erst angeguckt, weil direkt unterm Funkmast. Nö, danke. Dazu mag ich meine Gesundheit doch noch so ein bisschen. Ja, dieses Grundstück hier habe ich mir auch angeguckt. Das war eigentlich nicht schlecht. Da nehme ich jetzt hier mal die Umrandung raus. Das ist eins, was ich mir auch im Nachhinein eingezeichnet hatte, weil ich nicht genau den Standort bekommen hatte vor der Besichtigung. Aber das ist ein schönes Beispiel, was man hier alles rauslesen kann. Hier sehe ich zum Beispiel, dass hier ein kleiner Teich ist. Das war auch tatsächlich so. Dann ist hier ein gemischter Wald. In diesem Fall war das Ganze ein Obstwald, also Obstbäume angegeben. Dann ist hier so eine Ackerfläche, ist jetzt eine Wiese und hier hinten ist ein Feld wieder mit Zuckerrohr und nebenan auch ganz viel Zuckerrohr. Also alles, was ihr hier so seht, das ist fast alles Zuckerrohr. Hier wieder ein Eukalyptuswald, da auch. Da unten wieder so ein Mischwald. Ja, dieses Grundstück fand ich im Prinzip nicht ganz so schlecht. Was mich allerdings hieran gestört hatte, sind die Tatsachen, dass es einerseits keine Nachbarn gibt. Also hier ist der nächste Nachbar. Messen wir mal, wie weit der weg ist. Der ist dann etwa 500 Meter oder 450 Meter Luftlinie entfernt. Das ist schon relativ weit.
Und das andere Problem ist natürlich auch die Infrastruktur. Mir wurde dieses Grundstück angeboten mit Strom. Zwar nicht mit Wasser, aber Wasser kann man zur Not auch mit einem Tiefbrunnen machen. Nur wenn ich jetzt hier gucke, der Nachbar, der hat garantiert Strom, der hatte auch Strom. Und das Problem war, dort war der letzte Strommast, das heißt, bis dahin lag Strom und dann habe ich 450 Meter, die ich irgendwie überbrücken muss. Das heißt, ich müsste hier irgendwo dafür sorgen, dass dann die Ande eine Stromleitung verlegt und das geht mit Sicherheit auf meine Kosten, weil leider geht hier kein Strommast lang und der nächste Strommast von der anderen Seite wäre dann auf dieser Seite gewesen. Aber das ist eben mal noch ein bisschen weiter weg. Das sind dann 800 Meter. Und somit kam dieses Grundstück für mich auch nicht in Frage. Ein weiteres schönes Beispiel, was man noch alles erkennen kann, ist hier dieses Grundstück. Und da kann man auf Google Earth auch wunderbar sehen, dass das Grundstück ein klitzekleines, leichtes Gefälle hat. Das kann man sich anzeigen lassen, indem man hier das Höhenprofil aktiviert. Und dann kriege ich hier unten in diesem Fenster ungefähr das Höhenprofil angezeigt. Abgesehen davon, dass das hier auch wieder so eine schöne Kegelbahn ist oder ein Schießstand, ich nenne es immer Kegelbahn, sehe ich aber auch, dass auf diesem Grundstück, was 835 Meter lang ist ungefähr, ich glaube 845 hatte er geschrieben gehabt im Angebot, ich habe es auch noch so grob eingezeichnet, dass ich da einen Höhenunterschied von mal eben 40 Metern habe, nämlich von 155 Meter Höhe auf 194 Meter. Und das finde ich schon heftig, besonders wenn man dann überlegt, sich hier ein Häuschen hinzubauen irgendwo. Dann hat man nämlich wieder das Problem, dass man auf etwa 10 Meter Länge mal eben 2 Meter Höhenunterschied hat, die man dann irgendwie auch überwinden muss. So, es gibt noch weitere Sachen, die man hier auf diesem schönen Satellitenbildern erkennen kann. Hier wieder unterschiedliche Wälder. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich dadurch, dass das so schön abgeteilt ist, wahrscheinlich auch alles Eukalyptus in unterschiedlichen Altersstufen. Ich vermute mal, dass dieser hier etwas älter ist als der. Und wollte aber noch so einen Flecken zeigen. Dieser Fleck hier, der zeigt mir, dass es sehr wahrscheinlich sich um ein Feuchtgebiet handelt. Das heißt, wenn es mal viel regnet, dann schätze ich mal, dass sich hier dann das Wasser staut. Und das kann ich auch ganz einfach kontrollieren, nämlich indem ich mir wieder das Höhenprofil ansehe und sehe, dass hier der tiefste Punkt ist. Also von West nach Ost ist das der niedrigste Punkt und da läuft dann das Wasser hin. Und wenn ich das Ganze nochmal von Nord nach Süd mache, dann ist das genau das gleiche. Na, nicht ganz, ist hier ein bisschen höher schon mal. Dann ist es, geh mal weg, dann ist es da unten noch am tiefsten, klar. Ist kein Wunder, weil da geht nämlich auch ein Bach lang, ein kleiner Fluss sogar. Das erkennt man immer schön an diesen nicht geraden Verzweigungen. Mal gucken, ob ich noch ein schöneres Beispiel finde. Ja, hier oben ist ein richtiger Fluss. Das ist aber typisch so ein Flussbett. Und ja, das sind halt viele Sachen, die man erkennen kann. Hier ist auch typisch, das würde ich auch behaupten, ist ein Feuchtgebiet. Ich zeige trotzdem noch mal ganz kurz das Höhenprofil. Und mal schauen, ob ich recht habe. Also hier Feuchtgebiet, weil es in einer Senke liegt. Und hier nicht ganz so ein Feuchtgebiet angeblich, aber auch in einer Senke. Und wenn ich das recht in Erinnerung habe, war dieses im Jahre 2013, glaube ich, war das Ganze hier einmal ordentlich überflutet. Okay, ich hatte jetzt dieses Gebiet gezeigt, aber es war dann hier
Das sieht mir doch sehr nach einem Überschwemmungsgebiet aus. Also wenn der Fluss mal übers Ufer tritt, dann ist hier die Gefahr ganz groß, dass hier sehr viel Wasser ist. Also würde ich mich ganz schwer davor hüten, in diesem Bereich irgendwo ein Grundstück zu kaufen und dann eventuell dort noch ein Häuschen hinzusetzen. Ja, diese Funktion, diese liebe ich, dass man halt mit der Zeit wandern kann. Da kann man auch ungefähr sagen, wann ein Häuschen gebaut wurde. Hier wurde mir auch ein Häuschen angeboten mit 1,8 Hektar für insgesamt 125.000 Euro. Und aufgrund der tollen Funktion von Google Earth kann ich vorab schon mal sagen, dass dieses Haus 2013 wahrscheinlich gebaut wurde, wahrscheinlich ein kleines bisschen eher. Hier im April 2013 sieht man hier den Rohbau des Hauses ohne Dach. Das heißt, es wurde ungefähr Anfang bis Mitte 2013 gebaut. Und das ist schon mal eine interessante Information, finde ich zumindest. 2013 war es dann soweit fertig, so wie es aussieht. Wahrscheinlich noch nicht ganz gedeckt. Keine Ahnung. Weil jetzt sind da rote Dachziegel drauf. Also sehr interessant. Was das hier ist, kann ich nicht genau sagen, weil ich mir das nicht wirklich vor Ort angesehen habe, das Haus. Aber so wie das aussieht, würde ich sagen, entweder eine Kiesgrube oder ein anderes Ausbaugebiet, Baggergebiet. Ich sehe auch, dass hier ein Erdweg lang geht, also eine Erdstraße. Und auch Asphaltstraßen lassen sich hier auf Google Earth, aber genauso eigentlich auch auf Google Maps sehr schön erkennen. Hier erkennt man zum Beispiel auch die Markierungsstriche auf der Straße. Deshalb bin ich mir ganz sicher, dass das Asphalt ist. Ja, das soll es soweit zum Thema Google Earth sein. Vieles davon kann man auch auf Google Maps genauso gut erkennen. Wenn ich jetzt hier mal weg scrolle, da sehe ich jetzt hier auch den Flusslauf hervorragend. Hier unten ist wieder ein Bachlauf. Meistens ist so ein Bachlauf gezäumt von irgendwelchen Bäumen. Das liegt daran, dass meinen Informationen zufolge direkt am Fluss oder Bach keine Bäume gefällt werden dürfen. So zumindest meine Infos. Ob das stimmt, weiß ich nicht genau. Aber wenn ich mir das so angucke, dann würde mich das nicht wundern. Diese Vorarbeiten bei Google Earth finde ich inzwischen sehr effektiv und sehr praktisch. Erspart mir eine ganze Menge Besichtigungstouren, nicht nur mir, sondern auch den Anbietern. Und ich finde es persönlich nicht ganz so in Ordnung, wenn man dann irgendwelche Grundstücke sich anschaut, die von vornherein nicht in Betracht kommen. Und so habe ich durch diese Recherche bei Google Earth schon so einige Grundstücke von vornherein kategorisch ausgeschlossen. Und ja, wenn ich dann zum nächsten Schritt komme, nämlich der Besichtigung, dann achte ich natürlich während der Fahrt dahin schon mal auf den Weg. Es gibt hier tatsächlich Grundstücke, die sind nach einem etwas stärkeren Regen so gut wie nicht erreichbar, aufgrund der Erdstraßen, die dann bei starkem Regen hier ganz schnell mal aufweichen. Aber zum Glück gibt es ja hier keinen Starkregen oder tagelangen Regen. Von daher alles gut, muss man nicht wirklich drauf achten. Kleiner Scherz. Die Infrastruktur hatte ich vorhin schon angesprochen, also neben dem Zufahrtsweg natürlich Strom, Wasser, was zur Not auch über einen Tiefbrunnen gemacht werden könnte. Und für mich auch wichtig, eine mögliche Internetverbindung, aber das muss man selbst meist vor Ort recherchieren, herausfinden, weil das wissen die Anbieter dann meist nicht unbedingt. Und von daher muss man da selber nochmal aktiv werden. Wenn ich dann vor Ort bin, dann schaue ich mir auch mehrere Punkte an. Natürlich ist der erste Eindruck erstmal wichtig. Ist es denn irgendwie möglich, dieses Grundstück irgendwie bewohnbar zu machen? Weil teilweise kommt es vor, dass die Grundstücke jahrelang nicht gepflegt wurden, total sich selbst überlassen wurden. Und dann muss man meist erstmal anfangen, meterhohes Unkraut zu entfernen oder aber eventuelle Wälder oder wilde Wälder erstmal auszubuschen.
Und das kostet erstens eine Menge Zeit, eine Menge Arbeit oder wenn man es machen lässt, auch eine ganze Menge Zeit, Geld. Und ja, je nachdem, was dann das Grundstück für Abmaße hat, ist es teilweise auch wichtig, dass man dann darüber nachdenkt, ob man einen Zaun haben möchte, wie dieser Zaun beschaffen sein soll. Und das sind natürlich auch enorme Kosten, besonders wenn man dann so tolle Grundstücke hat, wie zum Beispiel 50 mal 1000 Meter. Dann hat man nämlich mal eben 2100 Meter Zaun zu ziehen. Und das dauert und das kostet. Deshalb sehe ich zu, dass die Grundstücke möglichst quadratisch sind, was hier leider momentan nicht ganz so gut verfügbar ist. Also ich habe sehr viele solche Kegelbahnen, wie ich es ja vorhin schon gezeigt habe, angeboten bekommen. Und naja, sehr gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Natürlich auch die Zufahrt auf das Grundstück und das Gefälle, sprich ein möglicher Bauplatz und die Zufahrt zu dem Bauplatz. Das sind alles so Punkte, auf die ich achte, wenn ich denn auf dem Grundstück bin, weil man sieht zwar sehr viel auf Google Earth, aber leider nicht alles. Auch die Bodenbeschaffenheit ist etwas, was man bei Google Earth leider nicht so richtig erkennen kann. Man kann aufgrund der Farbe von Freiflächen vermuten, ob es sich um Sandboden oder Lehmboden handelt oder um fruchtbare braune Erde. Alles habe ich hier schon gesehen, alles ist möglich, alles ist verfügbar. Nur ist halt regional sehr unterschiedlich und von daher ist das auf jeden Fall was man dann direkt vor Ort sehen muss. Auch Nachbarn sieht man zwar die Häuser auf Google Earth, aber teilweise sind Häuser dann verlassen und es gibt keine Nachbarn. Und aufgrund meiner Erfahrungen ist eine Nachbarschaft, naja, nicht gerade unwesentlich, nicht gerade uninteressant. Und das ist auch etwas, wo ich dann mit drauf achte. Es gibt hier momentan recht wenige Angebote, die irgendwie halbwegs vernünftig sind, die auch irgendwie halbwegs bezahlbar sind. Das finde ich ja problematisch, schade, aber ist halt leider so. Die Deutschen haben leider die Preise hier kaputt gemacht und wahnsinnig in die Höhe getrieben. Und grundsätzlich gilt, je kleiner ein Grundstück ist, desto teurer ist es auf den Quadratmeterpreis hochgerechnet. Für Ausländer, die ein Grundstück hier erwerben möchten, ist es auch extrem wichtig, dass dieses Grundstück auch einen sogenannten Titel hat. Also dass dem Eigentümer das Grundstück auch tatsächlich gehört und dass eventuell auch irgendwelche Nachlässe bei Tod des ursprünglichen Eigentümers geregelt sind, Erbfolgen. Und das ist für Ausländer extrem wichtig, für Einheimische nicht ganz so. Die haben nicht so das Problem damit, ein untituliertes Land zu kaufen. Ich rate allerdings jedem davon ab, ein Grundstück irgendwie zu bebauen später mal, was keinen Titel hat, weil das rechtlich echt kompliziert sein kann. Und wenn es ganz doof läuft, dann könnte es sogar sein, dass man dann irgendwo ein Haus hat, was auf einem Grundstück steht, was einem nie gehören kann. So, ich glaube, das soll es dann jetzt hier zu diesem Video sein. Ich denke mal, die wichtigsten Sachen werde ich natürlich wieder vergessen haben, so wie immer. Das werde ich dann aber unten in der Videobeschreibung mal noch ergänzen, wenn mir noch beim Schneiden wichtige Sachen einfallen, die ich vergessen habe zu sagen. Wäre nicht das erste Mal. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur eins, wie immer, mich bei euch zu bedanken. Schön, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Und sage in alter Manier, so wie immer, vielen Dank fürs Interesse und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Nico aus Paraguay. Glaube ich, ist das eine Ameise auf meinem Zeh. In einem meiner letzten Videos... Wow, was erzähle ich für einen Scheiß?